sofort mehr Geld auf Ihr Konto durch eine Nichtveranlagungsbescheinigung. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Jutta Martin. Ich habe mir heute das Thema Nichtveranlagungsbescheinigung herausgesucht und hoffe, dass ich vielen damit etwas zeigen und erklären kann. Bleiben Sie dran, schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an. Sichern Sie sich inzwischen den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung und folgen Sie mir jetzt zu meiner kleinen Präsentation. Mit der sogenannten NV-Bescheinigung hat man die Möglichkeit, sich von der Kapitalertragssteuer befreien zu lassen. In der Regel betrifft dies 2 Personengruppen. Einmal die Rentner, die unter dem Grundfreibetrag, aber über dem Sparerpauschbetrag liegen, und zum anderen Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel von den Großeltern Geld geerbt haben und noch kein eigenes Einkommen haben und auch über dem Sparerpauschbetrag liegen. So, ich gehe jetzt aber davon aus, dass Sie Rentner sind und Sie haben entweder gut gespart, eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen oder sogar Ihr Haus verkauft und kassieren ja jährlich ein nettes Sümmchen an Zinsen, das über dem Sparerpauschbetrag liegt. Achten Sie darauf, dass Sie den Sparerpauschbetrag wirklich nur bis zu der gesetzlich festgelegten Höhe für Ledige und Verheiratete aufteilen. Teilen Sie da mehr auf, kann das ganz schön Ärger geben. Ja, also Sie müssen, wenn Sie über dem Sparerpauschbetrag liegen, beziehungsweise Ihre Bank muss dann in der Regel Kapitalertragssteuer in Höhe von 25% abführen, dann Solidaritätszuschlag 5,5% und gegebenenfalls noch Kirchensteuern 8 oder 9%. Das ist abhängig von dem Bundesland, in dem Sie wohnen. Ja, und das müssen die Banken und Geldinstitute einbehalten und abführen. Wenn Sie aber ein geringes Einkommen haben, also in dem Fall eine kleine Rente nur haben und unter dem Grundfreibetrag liegen, ja, dann können Sie sich die abgeführte Steuer eigentlich nur über die Steuererklärung zurückholen. Sie sind genervt und möchten das vermeiden, das ist ganz verständlich. Es gibt dann nämlich noch eine andere Möglichkeit, nämlich Sie stellen einen Antrag auf Nichtveranlagungsbescheinigung. Das Finanzamt, also einen Antrag auf Ausstellung einer NV-Bescheinigung. Das Finanzamt prüft den Antrag und stellt eine NV-Bescheinigung für Kapitalerträge aus, wenn die Einkünfte einschließlich ihrer Zinsen, also das zu versteuernde Einkommen, unter dem Grundfreibetrag liegen. Diese NV-Bescheinigung gilt höchstens für 3 Jahre und wird nur ausgestellt, wenn die Einkünfte unter dem Grundfreibetrag liegen. Auch das habe ich schon gesagt. In diesem Fall brauchen Sie keine Steuern zu zahlen und auch keine Steuererklärung einzureichen, um sich die Kapitalertragssteuer zurückzuholen. Wie funktioniert nun das Ganze? Also Sie füllen den Vordruck Antrag auf Ausstellung einer NV-Bescheinigung aus, unterschreiben ihn. Bei Ehepartnern müssen ihn beide unterschreiben und schicken ihn an Ihr Finanzamt. Es werden da neben den persönlichen Angaben noch einige andere Angaben verlangt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier oben schreiben Sie Ihr zuständiges Finanzamt ein. Die NV-Bescheinigung soll erstmals gelten für das Jahr. Das wäre jetzt, wir haben jetzt Juni 2021, also könnten Sie jetzt für das Jahr 2022 erst gelten. Hier kommt Ihre Identifikationsnummer rein, Ihre persönlichen Angaben und hier die vom Ehepartner, sofern Sie haben. Ich habe jetzt den Antrag nicht auf eine Seite bekommen und wir schauen uns gleich den unteren Teil von der Seite 1 an. Also der Antrag hat eine Vor- und eine Rückseite, es ist nur ein Blatt. So, hier hatten wir die Postleitzahl. Sollten Sie noch steuerlich zu berücksichtigende Kinder haben, dann werden die hier erfasst. Haben Sie einen Bevollmächtigten, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein, dann wird das hier eingetragen. Dann wird hier gefragt, wurden Sie bisher zur Einkommensteuer veranlagt? Nein, wenn das zutrifft. Und wenn ja, dann eben Finanzamt und Ihre Steuernummer. Wurde für das Vorjahr ein Antrag gestellt, ja eben das Gleiche. Und hier wird dann gefragt, wurde bereits früher eine NV-Bescheinigung erteilt?
Und dann tragen Sie Ihr Finanzamt ein, wenn das der Fall ist. Wenn nein, dann kreuzen Sie Nein an. Ansonsten Ihr Finanzamt und hier die Ordnungsnummer. Man hat hier bei der NV-Bescheinigung keine Steuernummer, sondern eine Ordnungsnummer. Und wenn Sie jetzt für nächstes Jahr einen neuen Antrag stellen, dann wäre jetzt die alte NV-Bescheinigung gültig bis 31.12.2021. Hier, ich habe es extra mal eingekreiselt, tragen Sie die Anzahl der benötigten Bescheinigungen ein. Also es kann ja sein, dass Sie bei der Sparkasse, bei der Bausparkasse, bei der Fondsgesellschaft, was weiß ich, überall Sparanlagen haben. Dann brauchen Sie natürlich mehr wie eine Bescheinigung und die Anzahl fordern Sie hier eben an, die tragen Sie hier ein. Dann schauen wir uns die Rückseite an. Hier werden Angaben zu den verschiedenen Einkünften gemacht, je nachdem, was für Sie zutrifft. Wenn Sie aber jetzt hier Rente haben, also Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, da müssen Sie hier unbedingt den Rentenbeginn eintragen und hier die aktuelle Jahreshöhe. Ja, und dann haben wir noch den unteren Teil von der Seite 2. Hier tragen Sie ein, die können Sie in einer Summe eintragen, die Versicherungsbeiträge, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und vielleicht private Krankenzusatzversicherung, Sterbegeldversicherung. Und wenn Sie einen Grad der Behinderung haben, vielleicht unbefristet, den Grad und das Datum. Und wenn hier Ihnen die beiden Zeilen nicht ausreichen, dann erläutern Sie den Rest auf einem gesonderten Blatt. Hier unten kommt dann Datum und Unterschrift rein und hier nochmal, falls Sie einen Bevollmächtigten haben, der Stempel. Ja, diese Nichtveranlagungsbescheinigung ist 3 Jahre gültig. In diesen 3 Jahren brauchen Sie in der Regel keine Steuererklärung einzureichen. Die Zinsen bleiben in voller Höhe auf Ihrem Konto. Aber wenn Sie die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, dann müssen Sie natürlich die NV-Bescheinigung zurückgeben. Die Voraussetzungen für die Erteilung der Bescheinigung entfallen, wenn Sie nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig sind oder Ihre Einkommensverhältnisse sich so ändern, dass auch im Falle der Günstigerprüfung eine Steuer entsteht. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, die ausgestellte NV-Bescheinigung an Ihr zuständiges Finanzamt zurückzugeben. Sie müssen die NV-Bescheinigung auch zurückgeben, wenn Sie während der Geltungsdauer der Bescheinigung heiraten. Verstirbt während der Zeit ein Ehegatte oder Lebenspartner, dann bleibt eine für den Ehegatten oder Lebenspartner erteilte NV-Bescheinigung noch für solche Kapitalerträge wirksam, bei denen die alleinige Gläubigerstellung des verwitweten Ehegatten oder Lebenspartners feststeht und ist dann erst im Folgejahr zurückzugeben. Sollten Sie Ihren Wohnsitz wechseln, dann müssen Sie das natürlich auch dem Finanzamt mitteilen, dass diese Bescheinigung ausgestellt hat und Ihre neue Anschrift unter Angabe der Ordnungsnummer und Ihrer ID-Nummer mitteilen. Ja, das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, die Höhe Ihrer Kapitalerträge dem für Sie zuständigen Finanzamt und den Sozialleistungsträgern mitzuteilen. Das müssen Sie immer im Hinterkopf behalten. Ja, meine lieben Zuschauer, ich konnte hoffentlich dem einen oder anderen ein bisschen die Fragezeichen aus den Augen nehmen und wieder ein Stückchen erklären. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie gerne einen Daumen nach oben und den Link für den Antrag auf diese NV-Bescheinigung, den habe ich hier unter dem Video gestellt. Wenn Sie so einen Vordruck benötigen, klicken Sie unter dem Video auf den Link und Sie werden fündig. Sichern Sie sich auch gerne das Taschenbuch zur Anleitung der Steuererklärung für Rentner. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.